Das ist das absolute Maximum, was ich je gesehen habe. Ganz ehrlich, ich bin hier schon mehrfach vorbeigelaufen und habe gesagt, wenn wir noch Zeit haben, müssen wir dich filmen. Ich grüße dich ganz herzlich. Dein Vorname? Ich bin der Hubert. Grüß dich, Hubert. Du bist aus München. In der Nähe von München, ja. In der Nähe von München. Und du hast einen Van entwickelt, der ganz anders ist wie alles, was hier auf der Messe steht. Das kann man schon sagen, oder? Ja, wir haben ein paar Dinge anders gemacht. Ich muss ja nicht das gleiche nachbauen, was andere machen. Ja. Das hast du gemacht. Das ist jetzt der Allrad-Mercedes hier drauf? Ja. Ist es schon ein neuer Allrad? Das ist der alte Allrad mit 6 Zylinder. Hat ein bisschen das Problem, dass er sehr schwer ist. Zum Ausbauen eignet sich aber eigentlich der neuere Allrad sehr gut. Der ist super, der neue, oder? Ja, der ist sehr gut. Er hat gute Bewertungen bekommen. Und ist halt wegen Gewicht. Wir müssen halt schauen, dass wir die 3,5 Tonnen nicht überschreiten. Darum ist der neue Allrad sehr, sehr perfekt für uns zum Umbauen. Obereigner ist hier, glaube ich, noch drin. Und, oder? Beim neuen glaube ich nicht mehr. Ich weiß nicht genau, aber das ist ein Promotion. Das ist ein Promotion, so ähnlich wie der VW-Bus war früher oder wie jetzt. Darum hat jetzt Mercedes das gleiche gemacht. Ja, das Ganze ist auch so günstig, dass man keinen kriegt. Die meisten Polizei, Feuerwehr und alles, die den bestellt haben, haben gesagt, dann nehmen wir doch gleich den Allrad. Und deswegen sind die so schnell lieferbar, oder? Im Moment. Ja, genau so ist es. Guck dir mal das an, Jan. Hat er es gut gemacht? Sehr schick. Ich finde es sehr stimmig mit den Farben. Gefällt mir gut. Es ist ein ganz tolles Konzept, bei dem das Bett riesig ist. Die Fahrzeuglänge ist wie lang? Das ist unter 6 Meter. Das Bett ist 1,90 Meter lang. Das ist tagsüber wird es einfach nach hinten geschoben, das dauert ein paar Sekunden und dann hat man Platz für bis zu 4 Personen, können sich schön reinsetzen. Es gibt eine Dusche und eine Nasszelle, richtig? Ja, es ist eine Dusche. Der Hauptgrund für die Dusche ist eigentlich die Toilette, die da drin ist. Da ist eine Trockentrenntoilette drin. Das haut sehr gut hin und macht das Auto wirklich zu einer autarken Sache. Also man kann wirklich ohne Campingplätze ganz gut unterwegs sein. Jan, du hast schon was entdeckt. Wenn du das mal langsam aufklappst, vorsichtig aufklappst und da kommt nämlich etwas zutage, das einmalig ist. Du hast einen integrierten Tisch. Ja, das hat sich eigentlich ergeben aus dem, das ist eine Innen-Außen-Küche. Also wenn wir kochen fast 90% draußen, weil wir kochen eigentlich nur, wenn schön Wetter ist. Geht natürlich auch innen, aber das haben wir bis jetzt noch gar nicht gehabt. Aber es wird genauso kommen. Das geht so auf, da machen wir nur so auf. Okay. Das ist ein Zwei-Flammenkocher, ist das Einzige, was wir mit Gas betreiben. Alles andere machen wir mit Strom. Jetzt muss ich mal fragen, wie wird das ausgesprochen hier, dein Logo? Ist es Van? Das heißt Vanessa, das kommt von Van und Essen. Also wir haben immer mit Küche was zu tun. Ist es so einfach? Ja, das ist so einfach, ja. Also die Leute, die hier vorbeikommen, die wissen ja nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Was sagen die denn schon mal gerne? Ja, Vanessa halt. Also, ja, sie denken schon, dass das von dem kommt, aber ja, Mobilcamping sagt ja das andere dazu, dass wir halt mobiles Camping machen. Zuladung hier bei dem Modell ungefähr? Der hat leider nur 400 Kilo, eben wegen dem schweren Motor, aber in Zukunft haben wir eigentlich bis zu 500-600 Kilo Zuladung. 600 Kilo Zuladung, aber nicht bei 3,5 Tonnen, oder? Doch. Wir haben die letzten 2-3 Autos, die wir gemacht haben, haben wir mit 2800 Kilo geschafft. Das sind eigentlich 700 Kilo Zuladung. Das ist gut, denn in der Schweiz, du weißt das selber, du hast wahrscheinlich viele Schweizer Kunden und die stehen ja sehr auf 3,5 Tonnen, auch die Österreicher. Die verstehen da keinen Spaß dabei und ich meine, klar, man muss wissen, viele Leute nehmen alles mit Sack und Pack und gerade die Sportler sind die haben dann alle möglichen Sachen dabei und sind gerne überladen. Ich meine, mit dem Auto, wenn man durch die Schweiz fährt, muss man halt vielleicht mal das Wasser ablassen oder sowas, aber bei 5, 6, 700 Kilo, bei 700 Kilo brauchst du eigentlich nichts mehr ablassen, da funktioniert es eigentlich schon. Ja, das hier ist ein Highlight, das ist jetzt nicht für die Messe, das ist fest mit dem Fahrzeug verbunden. Du hast noch mehr verbunden, weil du es eben kannst. Hast du nämlich einen ganz kleinen Ballon hier reingehangen, der hängt auch in dem Auto dran, oder? Ja, den Ballon haben wir immer schon dabei. Das ist einfach, dass man uns besser findet. Das ist eigentlich die Sonne und das passt gut zum Thema Urlaub dazu. Das ist mega, das gefällt mir echt gut. So, jetzt sag mal, du baust aus Leidenschaft, kann man schon sagen, oder? Ja, das passt schon. Passt schon, wenn du dich mal reinsetzt. Ist der jetzt in Gebrauch gewesen? Also das Auto ist 3 Jahre alt. Ist 3 Jahre alt? Ja. Und das Holz und alles, das hat schon ein kleines bisschen Patina? Ja, ein bisschen, aber nicht schlimm. Das ist also sehr stabil. Ich meine, hier ist noch ein bisschen ein alter Lack drauf. Die neuen sind mit Mattlack gemacht, da sieht man den Lack nicht mehr so. Also nochmal, ich fasse mal zusammen. Wir sind ja auf 6 Meter. Ja. Du kriegst das hin unter 3,5 Tonnen mit dem neuen Allrad, richtig? Ja, auf alle Fälle.
So, was ist hier drin? Es hängt auch ein bisschen davon ab, wie viele Leute mitfahren. Also wir haben das Auto, das ist jetzt für 2 Leute eingerichtet. Wir haben die Möglichkeit, wenn die Bänke rauskommen, dann kommen 2 Einzelsitze rein. In dem Fall machen wir die Einzelsitze von VW rein. Und dann kann man da für 4 Personen, mit 2 Erwachsene, 2 Kinder, kann man sehr gut Urlaub machen. Ich habe mich jetzt auch gerade eben gefragt, weil da ist ja noch das Schienensystem mit verbaut. Hat das den Grund, genau. Das brauchen wir hier nicht, aber wenn man den Wechsel macht, dann braucht man es. Da kommen hier und hier ein Sitz rein oder eine Dreierbank. Und wenn eine Dreierbank rein sind, da kann man sogar bis zu 3 Kinder können mitfahren. Muss ich mich da vorher entscheiden, was ich haben will, oder kann ich das dann immer wechseln, so wie ich das gerne hätte? Wäre gut, wenn man es vorher einbaut. Also wenn man sagt, ja okay, das ist eventuell Kinder kommen in Frage, oder was kann man es gleich machen und kann man zuerst die Bänke mitnehmen oder man kann es auch später nachrüsten, das würde gehen. So, das wenn ist du mir mal abgenommen, ist alles gut gemacht. Ja. So, ich kann zum Einsteigen mich hier festhalten. Ja, genau. So, und dann da vorne sind Schubladen jede Menge. Ich darf mal reingucken? Ja, klar. Süßigkeiten, okay, passt. Hier, unten drunter? Das Besteck drin. Besteck drin, okay. Das muss auch nur flach sein. Richtige, tolle Schwerlastauszüge, oder? Hast du da drin? Das sind, ja... Oder kleine Auszüge? Das sind sehr gute Auszüge. Wenn man die mal anschubst, dann die laufen von selber rein. Das ist eine hochwertigste Verarbeitung. Und unten ist der Kühlschrank, oder? Da ist der Kühlschrank drin. Ne. Das Schöne ist das, den kann man von außen und von innen aufmachen. Ach, das haben die jetzt umgesetzt. Ist, ja, genau. Das ist ja cool. Das ist, gehört hinten dieser Kocher noch dazu, den kann man raufklappen. Musst ein bisschen ranklotzen. Also warte mal, ich komme mal rein, dann filme ich das mal. Ja, hier ist... So, das Coole ist, dass Da ist ein Magnet dran, darum geht er ein bisschen fest. Ich muss mal blöd fragen, da vorne ist ein Durchgang, oder? Zum Fahrerhaus? Da ist ein Durchgang natürlich. Also die Besonderheit bei uns ist auch das, wir nehmen das Fahrerhaus überhaupt nicht mit. Ja, das Fahrerhaus ist im Winter zu kalt und im Sommer zu heiß. Also wir machen hier eine Trennung rein. Das hat einen riesen Vorteil, dass wir das Auto sehr viel leichter heizen können. Man sieht von außen nicht, dass da drin jemand wohnt oder sowas. Das ist eigentlich vor allem halt, wenn man drin wohnt, hinten sieht man halt auch nicht, dass man im Auto ist. Ja, klar. Das ist halt das Coole ist dabei, das ist normalerweise mein Spruch, den ich dann sofort sage, sobald eine Trennwand drin ist. Du hast nicht mehr das Problem natürlich mit der Einfachverglasung vorne, Einbruchschutz. Man kann auch eine feste Tür kann man kriegen bei dir, oder? Ganz klar. Nein, machen wir da eigentlich nicht rein. Aber gut, wenn einer das Auto verschifft nach Südamerika, muss sowas das meine ich, das kann man machen, das ist sicher möglich. Ja. Aber das ist auch eine recht einfache Konstruktion. Guck mal, John, hier. Das ist einfach nur ein Brett, das machst du rüber und da hält das Ganze. Genau, du wolltest was sagen? Ich wusste ja gar nicht, wie es geht, aber ich habe es natürlich auch sofort hinbekommen. Von daher ist es schon ziemlich einfach. Selbsterklärend. Ja. So, da vorne ist eine Pixie, die ist eingebaut, denn der Kaffee, der muss stimmen. Du bist ja in der Nähe, Österreich und so, da will man ordentlich einen Kaffee haben, oder? Absolut, also das macht einen sehr guten Kaffee. Die Kaffeemaschine kostet gerade mal nicht mal 150 €. Also das ist wirklich locker zu machen. Also durch die große Stromanlage, die wir drin haben, kann man solche Sachen eben gut betreiben. Ihr habt eine große Lithium, oder? Induktionskochfeld funktioniert auch sehr gut. Genau, Strom. Also wir haben praktisch eine Stromanlage drin, da sind bis zu 300 Watt Batterie machen wir rein, Ladebooster, Wechselrichter, Strom von außen. Das ist eine absolut professionelle Anlage, was da eigentlich. Okay, das heißt, ich habe hier drin 230 Volt Autarkie, ist wahrscheinlich Solar ein bisschen am Dach? Da sind 220 Watt Solaranlage drum. Die ist hier oben auf dieser Schiebemarkise. Ich darf das mal kurz zeigen. Also wenn du noch mal kurz zurückgehst, du hast was ganz Besonderes verbaut. Das ist nämlich hier dieser Regenschutz hier. Du brauchst also keine Markise, die bei Wind einzufahren ist. Die hält wahrscheinlich fast einen kleinen Sturm aus, oder? Also wenn andere die Markise reinfahren, dann fahren wir raus und schauen raus, machen die Türe auf und es regnet nicht rein. Und das Ganze ist sturmfest. So, wenn du mal kurz mitkommst, warte mal kurz, da kann man sehen, wie es gemacht ist. Das ist jetzt ein Schwerlastauszug, oder? Ja, genau. Ich ziehe mal rein und dann... Ja, mach mal. Ach, es ist ein Seilzug. Das ist ein Seilzug, das ist doppelt, ja genau. Ja, funktioniert immer. Ich wollte es mal elektrisch machen, aber das haben wir lassen, weil es ein Blödsinn ist. Es geht nur kaputt. Einfach so anziehen. Nochmal bitte. Das heißt, es ist so simpel. Er zieht einmal oben, das ist wie eine Pendeluhr. Da geht's runter. Und zum Zumachen ist dort ein Spannverschluss, oder? Da kommt nach oben ein kleiner Schnapper hin und das war's dann. Und hier muss eingehängt werden.
Dann ist zu, da ist hinten ein Verschluss drin und dann ist zu. Da kannst du nicht in der Kurve rauskommen. Genau, richtig. Ist ja unangenehm dann, ne? Wäre blöd, ja. So, was ist hier drin eigentlich, hier unten? Ja, das ist die Speisekammer, kann man sagen. Also das ist also eine sehr große Schublade. Das sind praktisch die Getränke und alles drin, was zur Küche dazu gehört. So, jetzt hast du Face-to-Face. Das ist ja ein Grundriss, den die Leute jetzt erst erfunden haben, vor 6, 7 Jahren. Da kam der so richtig in den Trend. Das hast du schon lange, oder? Das, Dass man sich praktisch gegenüber sitzt, oder? Das sowieso, das hat eigentlich einfache Gründe. Das haben wir früher schon mal gehabt und ist ja angenehm, wenn man sich gegenüber im Auto reinsetzen kann. Der Grundriss kommt aus dem Fernreisebereich. Da ist das eigentlich Standard in den größeren. Und das Coole ist natürlich die Nasszelle. Dürfen wir die mal sehen? Ja, sowieso. Das ist eigentlich das Herzstück von den Ganzen. Das Highlight. Ja, das ist auch ein Grund, warum die Leute auch einen Sprinter kaufen, weil man dann einfach das letzte Stück Privatsphäre noch mitnehmen kann. Und Holzwaschbecken. Das hat ein Holzwaschbecken. Wie ein Holzwaschbecken. Ja, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Es riecht gut hier drin. Ja, freilich, das ist ja so. Das ist jetzt nicht in Benutzung, aber es ist auch, selbst wenn es benutzt wird, wird es da drin nie richtig riechen oder so, weil da ist ja die Trockentrenntoilette drin. Das funktioniert richtig gut. Es saugt ab, oder? Das saugt ab. Wir haben 2 Absaugungen drin und das Material wird halt rein vermischt und wird fermentiert, kann man sagen. Also das wird umgewandelt und wenn man nach 14 Tagen die Toilette ausleert, dann riecht es allenfalls vielleicht nach Waldboden. Das ist so. Waldboden, ohne Witz. Das heißt, ich habe es echt nicht geglaubt, aber das ist wirklich so. Das ist wirklich gut. Es ist Waldboden. Genau. Das ist also, wenn du jetzt zum Hirsch wärst, ja, und du würdest jetzt in den Wald kacken, dann ist nach einer Zeit, nimmt der Waldboden das auf, das wird fermentieren, da kommen die Bakterien, die zersetzen das. Genau so laufen die freuen sich drüber. Das sind, ich überlege gerade, für meine Katzen wäre das auch was Cooles. Ja, Waldboden. Ja, finde ich gut. Schon. Also da ist ein Waschbecken drin. Frischwasservorrat, was hast du? Ja, wir haben 100 Liter Fischwasser, wir haben einen Unterflurtank drin und 50 Liter Abwasser drin. Auf 6 Meter. Ja, alles drin und ist auch heiß, das Wasser. Es wird über die Standheizung heiß gemacht im Winter und im Sommer über die Stromanlage. Ein Wärmetauscher drin? Da ist ein Wärmetauscher drin, da sind 6 Liter heißes Wasser werden da gemacht und mit 6 Liter heißem Wasser kann man sich richtig gut duschen. Puntmann, oder was hast du eingebaut? Nee, das ist ein Elgena Wassertank und die Heizung ist von... Ein Stab drin, oder was hast du reingemacht? Nee, da ist kein Stab drin. Das ist Standheizung. Die Luft von der Standheizung geht durch den Boiler durch und erhitzt dadurch das Wasser. Cool. Das Schöne ist hier, das hier sieht aus, als könnte es hier von der Skihütte sein. Und irgendwie 5000... Ach, ich sehe schon... Du kannst den Tisch mit einem Griff wegschwenken. Das hier ist Lodenstoff, oder was ist das? Das ist ein Lodenstoff. Das Schöne an dem Stoff ist, den gibt es in jeder Farbe. Also wir haben schon jede Farbe gehabt. Also ob das von Pink bis Gelb bis Grün, alles haben wir da schon gehabt. Das ist ein ganz ein tolles Material. Das wirkt wärmeisolierend, ist blickdicht und hat eine ganz gute Haptik. Passt sehr gut zu unserem Holz dazu. Der ist total schön. Weißt du das, der Camper? Ja, wird mir immer wieder gesagt. Also ich kann es nicht glauben, aber es ist so. Ja. So, ungefähr die Lieferzeit, wenn ich jetzt einen order bei dir. Ach, die Lieferzeit, das ist relativ. Die meisten Probleme haben die Leute, das Auto zu beschaffen. Ach, die Leute, die beschaffen das leere Auto selber? Genau, die bringen uns das Auto, sie fragen bei uns nach, was kann man verarbeiten oder wie sollen sie das Auto bestellen. Wir geben da gute Tipps dazu und dann bringen die das Auto, wir besprechen das Ganze nochmal und dann legen wir los. Und Lieferzeit sind zurzeit ungefähr ein Vierteljahr. So, ich zeige mal gerade, was du dir überlegt hast. Da vorne ist jetzt ein Magnetverschluss. Das heißt, du kannst jetzt zumachen. Man kann aufmachen. Zwecks der Verdunklung ist der Lodenstoff einfach zu schließen. Und du hast mehrere Magneten eingebaut, oder? Ja, klar. Das sind so ja, klar. Guck hier, da vorne kannst du einfach zumachen. Und das Ganze geht auch sehr schnell. Da vorne ist ein Druckverschluss, den kannst du auch zumachen. Und dann ist hier schon verdunkelt. Guck mal, ist das cool? Ja, finde ich sehr gut. Habe ein bisschen zu streng gemacht. Nein, das hast du gut gemacht. Das ist gut. Und das kann ich aber noch erweitern, weil ich habe gerade eben gesehen, hier ist ja eine Schiene, die hier lang läuft. Ja, klar, das ist ja eigentlich das ist kein Querbett, das ist ein Längsbett. Das ist ja die Besonderheit. Bei einem 6-Meter-Auto mit einer Dusche drin kann man eigentlich gar nicht wirklich ein Längsbett machen, aber wir machen es trotzdem. Da darf ich das mal sehen. Ja, klar. Das ist Nein, bleib da sitzen, das ist ganz gut so. Das geht noch. Also wir brauchen nur einmal reingreifen, dort sind, schieben und dann so drüber machen. Nein! Das geht in ein paar Sekunden
Das Bett ist jetzt 1,80 Meter lang, ist aber in der Standardlänge 1,90 Meter. Und da kann ja jeder wirklich, auch große Leute können es richtig gut. Gianni, magst du mal drauf gehen? Denn ich habe nämlich ich habe ein lebendes Metermaß, 1,73 Meter dabei. Bettlänge nochmal, was war's? Der ist 1,80 Meter jetzt. Aber man liegt normalerweise mit dem Kopf nach hinten, aber ist egal. Das ist okay. das ist gut. Jetzt mal so hin. Ist ja auch relativ. Wenn ich mal ein bisschen schräg stehe, dann kann ich mich hinlegen, wie ich will. Ja, genau. Wenn man dann halt so richtig lang ist, kann man natürlich auch so schlafen. Ja, das könnte man machen. Das wäre auch noch die Option. Boah, ist das ein schöner Camper. Aber hier das Holz, wo hast du denn das Holz her? Das sieht aus wie aus einer Skihütte. Das kommt aus Österreich. Da gibt es ein Werk, die machen das für uns, aber in großen Mengen. Und es ist auch sehr, sehr teuer, das Holz. Aber das ist sehr aufwendig gemacht und richtig stabil und auch sehr leicht. Das ist Eichenholz, da jeder meint, ja, oh Gott, wie geht das mit dem Gewicht? Das kann doch gar nicht sein. Aber das ist halt nur 0,9 mm stark. Und 0,9 0,9, ja. Millimeter. Also, ja, Millimeter. Das Furnier ist nur so stark. Die Platte selber hat natürlich 9 mm oder die Möbelplatten sind 12 mm stark. Die Haptik, das ist nicht hier irgendwie, das war mal Holz, oder? Das kommt aus alte Balken, das wird aus alte Balken rausgeschnitten. Das ist Recycelholz, kann man sagen. Und du hast es geschafft, Autotherm mittlerweile produziert in der Türkei. Also eine richtig tolle Standhaltung, weltweit servitierbar. Auf alle Fälle, das ist eine ganz einfach zu bedienende Standheizung, bringt gleich die Leistung, was wir brauchen und kostet auch nicht die Welt. Man muss ab und zu mal sie richtig aufdrehen, das muss man schon sagen. Also die immer nur auf halber Leistung, nee, muss man nicht? Wir machen schon, wenn wir Wintercamping machen, dann lassen wir die durchlaufen. Die hat ja nur 2 kW, braucht deswegen auch sehr wenig Diesel. Und ich lasse lieber durchlaufen und tue es ein bisschen reduzieren und da kommst du ganz leicht raus. Durch diesen Vorhang da vorne ist auch der Innenraum sehr leicht zu heizen. Es ist total gemütlich, also das gefällt mir hier. Du hast auch diskrete Schalter, nichts hier bling bling, das Licht ist indirekt, das gefällt mir gut, da vorne sind die Leselampen drin. Genau. Dann ist hier auch die Verkleidung ist ordentlich gemacht, Dämmung und so weiter, nehme ich an, hast du? Dämmung, Amaflex oben, so gut wie es geht. Es ist ein Kastenwagen, das muss man wissen. Die Dämmung ist halt, ja, es ist Metall dabei, aber es ist gut genug, dass man wintertauglich sagen kann. Ja, nicht winterfest, wintertauglich würde ich sagen. Ja, wenn du mal so lieb bist, baust nochmal zurück, dass wir noch einmal sehen, wie es funktioniert. Sie kann jetzt auch hier runtersteigen, also über den Sitz. Ist da drunter noch Platz unterm Sitz eigentlich oder ist der Technik? Das zeige ich dir gleich. Jetzt machen wir zuerst mal das Bett weg, dann geht das. Also morgens machst du den da? Geht auch mit Spannbett durch, das ist kein Problem. Krass, wie schnell. Und der Tisch, den können wir gleich machen. Aber jetzt haben wir die Sitzbank. Da ist jetzt noch was Besonderes drin, und zwar ist das ein Wintertank. Ein was? Ein Wintertank. Wir machen, wenn das Auto eben für den Winter auch tauglich ist, machen wir einen Wintertank rein. Innen? Da bleibt der Außentank, der bleibt leer. Und machen wir einen Innentank, der hat 70 Liter. Den machen wir eben nur innen rein, dass er halt nicht frieren kann. Ja. Das heißt, den kann man rausnehmen im Sommer? Der kommt im Sommer raus, ja, ganz klar. Da habe ich noch nie gehört, das Konzept. Ja, das ist einfacher, weil wenn ich den Außentank heizen muss, da brauche ich ewig viel Energie, das funktioniert nicht wirklich. Ja, und so ist das perfekt. Ach, stimmt, das heißt, das Wasser ist vorerwärmt, kommt das in die Erhitzung, da geht es auch schnell. Ja, das sowieso auch. Und mal draußen, wenn der ist, das ist ja irre kalt. Ich gehe ja davon aus im Winter, dass man 20 Grad minus hat. Ja. Du brauchst wirklich sehr viel Energie, um das zu heizen. Und das Fahrzeug ist gaslos ansonsten? Das ist gaslos, genau. Was auch eine kleine Besonderheit ist, die Technik von den Ganzen ist, da ist die ganze Wassertechnik untergebracht. Also hinter dieser Truhe, Wassertechnik, Boiler, Heizung, das ist alles da drin. Dahinter? Dahinter, ja. Das ist zwei Schrauben, dann kommt man zur ganzen Technik dazu. Wieso habe ich noch nie was von dir gehört? Also du bist doch ein Star. Es ist doch hier dieser Grund, du baust das schon lange aus, oder? Ja, unser Marketing ist halt ein bisschen schlecht. Das kann schon sein, dass man deswegen... Was hast du gesagt? Unser Marketing ist halt ein bisschen schlecht. Das wird sich jetzt ändern. Na, wenigstens weiß er das. Marketing ist schlecht. Nein, aber du bist ein Hammer. Also wenn ich auch sehe, wie das hier verarbeitet ist, wenn du mal gerade da oben ein bisschen rüttelst. Ja, ich habe halt Handwerk gelernt. Ja. Ich habe Schreiner gelernt, da lernt man sowas. Und ich muss auch dann auch irgendwann die Vorhänge machen, ich muss auch elektrisch machen. Du kannst nähen. Wasser, ich kann alles, ja. Ich kann alles. Brauche ich noch ein bisschen Hilfe, ja, das ist ganz klar. So, das heißt also, das bleibt jetzt hier zu. Das habe ich soweit. Die Installation ist dahinter, unter den Sitz eingebaut und hinter der Küche ist alles kompakt beieinander. Wenn was kaputt geht,
ist alles innerhalb kürzester Zeit reparierbar. Das ist auch sehr wichtig, dass man auch mal eine Batterie tauschen kann, die Heizung, wenn es kaputt ist oder wenn ein Wasserschaden ist, kann man alles richten und das ist auch ganz wichtig. Das ist total cool. Du kannst alles wieder zurückbauen. Hier sind Schrauben drin. Ja, genau. Das heißt, wenn mal irgendwas ist, ich sag mal, so das Häkchen geht kaputt oder du musst da mal ran, da kommt man ran, oder? Genau, das ist genau unser Plan. Ich muss auch mal, wir müssen auch Garantie übernehmen, wenn da zu mir einer kommt. Und Echt? Ja, das ist leider so, aber das kommt aber ganz selten vor, ganz klar. So, wenn du mal hier oben aufmachst, Can, sei mal so lieb, dass wir mal sehen können nochmal. Du hast eben schon kurz geöffnet, das sind aber Vollkorpusmöbel mit sogar einem Mikrofaserbezug hinten. Genau. Ja gut, da ist auch Beleuchtung drin und der größte Stauraum ist da vorne drin. Das ist wirklich... Wo denn? Sag mal. Da kannst du... Ach, unten drunter komplett. Okay. Da kann man ja ein Kind drin schlafen lassen. Die Kinder von meiner Tochter, die haben tatsächlich die haben sich da mal eingenistet da drin. Da waren die aber erst 2, oder? Ja, die sind noch nicht alt. So, da kommen wir mit. Also hier vorne, ich zeig nochmal, das ist das Spülbecken. Die Tankgröße finde ich sensationell. Wie viel Liter Frischwasser kannst du denn? Ich kann 100 Liter Frischwasser rein. 100 Liter Frischwasser. Es geht aber nur beim Sprinter. Okay. Achso, du baust noch andere Konzepte? Das ist auch ein Grund, warum wir hauptsächlich nur einen Sprinter machen. Weil er sehr angenehm zum Umbauen ist. Ja. MAN macht ihr nicht, oder? Das ist noch nicht angedacht. Das ist ein bisschen, da haut ihr mir jetzt Mösel raus. Also es geht ja darum... Das ist nicht so ideal, die Tanks runterzubringen. Das ist leider unten nicht der Platz für sowas da. Und es ist für mich ein bisschen schwieriger zum Umbauen. Du kennst den Sprinter auch ganz gut. Man muss sagen, die haben in den letzten 10 Jahren den eigentlich nicht groß gewechselt, in den letzten 20. Also eigentlich innen ist er immer gleich geblieben, oder mehr oder weniger. Ist auch gut so. Der hat immer gute Maße gehabt und so. Und ich hoffe, dass er auch noch lange so bleibt. Ja. Sag mal, wenn ich jetzt so einen haben möchte, muss ich da jetzt eine Bewerbung bei dir schreiben oder wie läuft das? Oder nimmst du jeden? Willst. Nein, wenn ich jetzt so einen Ausbau haben möchte, sag jetzt mal, weißt du was, Hubert, bau mir mal so ein Ding. Ist das so, dass du die Leute anguckst, weil da kann ja unglaublich viel auch mal schief gehen. Es kann mal, ich sag mal, die Dieselheizung kann mal kaputt gehen, dafür kannst du ja nichts und so weiter. Man muss schon wissen, das ist ja jetzt hier eine Wohnung auf Rädern. Und das ist ein Tiny House, ja. Das ist ein Tiny House. Ja. Und da kann immer mal was sein. Man muss so ein bisschen handwerklich, oder? Ja, also wenn bei uns was ist, unsere Kunden werden da immer sehr gut bedient. Also man kann anrufen, wenn meistens sind es Kleinigkeiten, kann man immer machen. Und kleine Reparaturen machen wir auch sofort. Und wenn was Größeres wäre, war aber noch nie, wird das natürlich auch gemacht. Okay, es ist so gebaut, dass es lange hält. Wir gucken mal hinten rein. Ja. Ein 419 CDI, eigentlich ein Schmuckstück, ist es wahrscheinlich deiner, oder? Ja, das ist einer meiner Fahrzeuge, genau. Oh, das zeige ich mal. Also und abgelastet auf 3,5 Tonnen. Der hier? Ja, das. Achso, wenn du jetzt im Prinzip allein... Wir haben abgelastet, weil es leicht geht. Ja, das bringt dir jetzt in Österreich nichts mehr. Seit 1.1. Hast du gewusst? Du brauchst jetzt eine Go-Box. Nee. Doch, ist kein Witz. Wenn der abgelastet ist, ist ganz neu, seit 1.1. darfst du nicht mehr in Österreich mit dem Pickup fahren, weil du eine Go-Box brauchst, weil das gilt nur noch für Fahrzeuge, die bauseitsmäßig bis 3,5 Tonnen sind. Ist das jetzt nachträglich so? Das ist nachträglich so geändert worden. Okay. Du kannst also nicht mehr ablasten, das entzieht sich der Go-Box nicht mehr. Okay. Das ist kein Witz, du kannst ja nachgucken. Dann gebe ich das Auto sofort her, weil ich mache nie eine Go-Box rein. Das ist ein Blödsinn. Ja, ich habe natürlich eine drin, weil wir fahren ja 7,5 Tonnen Allrad, aber 7 Tonnen. Nein, ich mache keinen Witz. Das ist kein Witz. Das passt zu unserer Politik. Nein, das ist Österreich. Die machen die gleiche Politik. Die machen die gleiche. Hier die Fahrräder, erklär mir das doch mal. Das ist jetzt hier... Ja, das war ein kleiner Punkt. Ich habe das ganze Auto eigentlich um die Fahrräder rumgebaut. Ja. Das ist ein bisschen gewiss... Ich sage es mal ganz einfach. Ich habe mal geschaut, was machen andere. Und es war eigentlich kein Hersteller in der Liga, der... Ich muss das mal kurz erläutern. Das ist ein Rotwild RX mit einem 375er Akku. Ich weiß nicht, ob du das System kennst. Da ist ein EP8 drin, aber ein kleiner Akku. Und du bist halt Extremsportler. Das ist ein Fahrrad für roundabout 8.000, 9.000 Euro. Weißt du das? Nee. So, das ist Carbonrahmen, da ist sogar der Akku aus Carbon. Also das Ding, allein der Akku kostet der kleine Akku. Aber das Ding fährt so mega und du bist großer Fahrradfan. Ansonsten hättest du nicht hier Kingping, guck mal, sogar die Sattelstütze ist integriert fix mit allem drum und dran. Hast du gewusst?
Nein. Da kennt sich einer richtig gut aus. Also. Das ist mega. Das ist eine, hier, ist eine 8-Pin drin. Das ist eins der leichtesten E-Bikes seiner Klasse. Du spürst überhaupt nicht, dass du hier ein E-Bike fährst. Ja, ist richtig toll zu fahren. Also gerade wenn man bergab fährt, spürt man das richtig, weil wenn es zu schwer ist, macht es keinen Spaß mehr. Also das ist schon gut. So, dann guck dir mal hier die Gabeln an mit allen drum und dran. Du hast Icetech, Bremsscheiben, du hast alles. Und diesen bärenstarken, das ist schon der neue 8.1, oder? Ja, ich glaube schon, ja. Ja, das ist nämlich, der hat richtig Power. Das Coole ist, du hast ein extrem leichtes Fahrrad. So, das wollte er unbedingt mitnehmen. So ein Teil lässt du nicht draußen. Nee, die werden runtergestohlen, wie Nummer was. Also das geht ganz schnell. Und darum haben wir das innen reingesteckt, weil es einfach besser ist und schneller und das Auto wird dann auch nicht größer. Allein, ehrlich gesagt, diese Türverkleidung allein, da musst du doch einen Oscar für kriegen. Das ist echt Holz. Das ist für uns Leichtigkeit. Also wir sind halt Schreiner und wir haben eine gute Schreinerei, wir haben gute Handwerker. Ach, jetzt komm. Das ist groß. Ja, das ist für uns keine große Zauberei. Ich finde, die runden Fenster machen es halt schon aus. Ja, das Schöne ist das, wir schauen von innen rund aus, von außen sieht man es gar nicht. Ja. So, und jetzt, du kannst das zumachen, oder wie? Na klar. Zeig mal. Achso, du musst ja abends zumachen, sonst ist es hier auf der Messe weg. Genau. So, und da, echt, das geht. Ja, das geht sowieso und dann das auch noch. Und dann Weil es gab nämlich vor 3 Jahren das RX noch gar nicht. Das gibt es erst seit 2 Jahren. Ja, ich habe vorher auch schon E-Bikes gehabt und da habe ich das gleiche Problem gehabt, dass ich einfach immer Angst gehabt habe, dass das kaputt gehen und das weggeschnappt werden. Und du hast bei den Originalfenstern die Bullaugen drauf gemacht. Wichtig ist, man sieht natürlich, dass ein Camper ist, wer sich auskennt. Aber viele sehen das nicht direkt, oder? Ja, es ist ja so, dass die Autos eigentlich so gemacht werden sollten, dass man bewusst nicht sieht, dass ein Camper ist. Aus dem Grund verwenden wir auch nur Originalscheiben von Mercedes und schauen, dass möglichst wenig Hinweise auf Camping da sind. Ja, aber guck mal hier, der Vorbau hier vorne. Das ist, wer sich ein bisschen auskennt, der sieht die Stromanspeisung eventuell. Aber er fällt halt nicht von der Weite auf. Ja. Du hast vollkommen recht. Es könnte auch ein Lieferauto sein, ich könnte auch Amazon draufschreiben. Man muss dazu sagen, es gibt in Deutschland eine Besonderheit. Ja, da ist nämlich Rechtsverkehr. Und diese Türen sind immer rechts und alle Aufbauten sind rechts. Das heißt, viel wichtiger ist nicht, was ist hier oben drauf, sondern was ist auf der linken Seite. Und auf der linken Seite, da ist er wahrscheinlich ziemlich stealthig. Ach, das ist ja mega. Da ist gar nichts zu sehen. Da ist gar nichts zu sehen, ja. Genau so ist es. Bis auf ein kleines Gitter von der Lüftung, von der Toilette ist da nichts zu sehen. Das Einzige, was man ein bisschen sehen könnte, wäre hier oben die Dachluke. Aber es fällt nicht besonders auf, das ist schwarz gehalten. Also entscheidend ist schon ein bisschen das, und ich weiß als erfahrener Camper, wenn man auffällt als Camper, dann hast du immer nur Unannehmlichkeiten. Also einfach mal eine Nacht. Du kannst dich egal wohin stellen. Ja, es ist immer ein bisschen eine Grauzone dazwischen oder sowas. Aber wenn ich eine Reise mache, über 3 Wochen oder so, ich will da nicht jeden Tag auf den Campingplatz gehen. Aber jetzt überleg mal, 6 Meter. Du kommst ja überall in der Schweiz, sind alle Parkplätze 6 Meter lang. Ja. Das ist wirklich so. Du bist unter 3,5 Tonnen. Die Höhe, das ist ein ganz normales Lieferfahrzeug, mehr oder weniger. Das heißt, du kommst überall durch, oder? Ja, ziemlich. Ja. Das ist klar. Die Schrankenbeschränkungen auf 2 Meter, da geht es natürlich nicht, aber das ist jetzt eigentlich nicht so das große Problem. Mach nochmal auf, bitte. Ich kann das mit den Fahrrädern gar nicht fassen. Das ist ja mega. Also, ich habe es um die Fahrräder drumherum gebaut. Also es ist... Das hast du echt gut gemacht. Ja. Nein, man muss halt, ich bin ein bisschen ein Problemlöser. Also das ist eigentlich, ich denke, eine kleine Begabung, was ich habe, dass ich Probleme sehe und erkenne und schaue, dass ich ganz schnell, ich denke über Lösungen nach. Ja. Und ich zeichne ja auch nichts, ich werde einfach gebaut. Und Nachwuchs ist schon da, oder für dich? Ja, die sind Gewehr bei Fuß. Also wir haben einen Sohn, der ist Schreinermeister. Vorname? Der Daniel Vollert der macht die Produktion, der bedient die riesigen Maschinen, die ganzen CNT-Technik oder so. Und meine Tochter macht das Kaufmännische, die leitet das Büro. Wir haben 30 Leute in der Firma. Ah, doch, 30 Leute. Ja, wir haben 30 Leute. Ihr baut jetzt nur Vans oder macht ihr auch normale Küchen und so? Nein, wir machen nur noch Camping-Sachen. Also der Ursprung von dem Ganzen kommt ja von den kleineren Autos, von VW und kleiner, VW-Bus und kleiner. Das geht bis zum, was ist denn der kleinste? Ich weiß gleich gar nicht. Golf nicht, nee. Caddy zum Beispiel, ja. So in der Liga machen wir alle Autos. Wir machen im Jahr ungefähr 1500 Einheiten. Bitte was? Ja, 1500 Einheiten. Also wir können am Tag bis zu 16 VW-Busse ausstatten.
Du willst mich verarschen? Nee, das mache ich jetzt nicht. Also das ist so, das sind ja diese Möbel, die kann man bei uns bestellen oder so, die kommen entweder per Spedition. Du bist der totale Antichrist von der Großindustrie, weißt du das überhaupt? Wie viel 1500? Ja, klar. Sind jetzt weniger geworden, das merkt man tatsächlich, dass die Autos nicht mehr so leicht zu kriegen sind und dass der Camping-Hype eigentlich eher ein bisschen weniger wird, aber trotzdem haben wir wirklich sind heuer 20 Jahre hier. Ja, also seit 20 Jahren machen wir das. Wir haben mit der normalen Heckküche, die ist da hinten, haben wir angefangen und haben das verfeinert bis zum Schluss. Ich bin jetzt zum 3. Mal auf der CMT. Wahrscheinlich ist der Ballon zu groß. Das ist das Problem, ja. Ich habe den übersehen. Ja, das sieht man ja. Wie gesagt, da stehen 20 Jahre, aber das ist schon ein bisschen faltig, das Ganze. Man merkt schon, also das hinterlässt seine Spuren, wie es ausschaut. Sehr schön. Das heißt, ihr baut die Möbel, das sind solche praktisch modularen Möbelkonzepte, mit denen du auch relativ zeitnah sowas machen kannst. Also klar, jetzt gar nicht wir brauchen für pro Auto schlimmstenfalls 2 Stunden. Also die Leute, die kommen, jetzt habe ich es verstanden. Mit Beratung und dann kommt noch ein bisschen ein Wechselrichter, also kommen Stromsachen rein, Stromeinführungen oder sowas. Und das Auto wird vom Alltagsauto zum Camper. Das ist eigentlich das, was wir eigentlich mehr oder weniger erfunden haben. So, das werden wir jetzt mal zeigen. Wir haben ein Video gemacht von Österreichern, die haben ein Modul gebaut auf der Abenteuer Allrad. Das hat mittlerweile, ich glaube, fast 1 Million Abrufe. Und das Video, du machst genau das Gleiche. Vielen, vielen Dank. Fun Esser. So kann man es schreiben. Warte, ich zeige es mal gerade. Fun Esser Mobilcamping. Ich habe jetzt ohne Witz, das ist jetzt hier okay, das ist so eine kleine Manufaktur, die baut so 3 im Jahr. Nee. Hast du auch gedacht? Ja. Wir sind schon eigentlich ein relativ großer Betrieb und wie gesagt, die Technik macht es auch möglich. Wir haben sehr große Maschinen, CNC-Technik ist bei uns angesagt. Also sowas kannst du nicht ohne sowas machen. So, das läuft einfach durch und fertig ist sehr genau. Ihr habt wahrscheinlich auch entsprechende Kantenmaschine, habt ihr? Oder? Also wir sind ich glaube, dass wir behaupten können, dass wir in dieser Liga die besten Möbel bauen, weil die werden von der Picke auf richtig gut gemacht, handwerklich gemacht und da kann ich Garantie auf Lebenszeit geben eigentlich, die überleben jedes Auto. Sehr schön, vielen Dank und den werden wir jetzt auch noch mal filmen. Das wäre jetzt, der Titel wäre hier ein komplettes Wohnmobil für 6.536 €. Das finde ich gut. Man muss natürlich das Auto haben, aber das ist ganz witzig. Danke fürs Einschalten, Hubert. Ich bin sehr beeindruckt. Wie viele Meistertitel hast du? Wie viele Meistertitel? Ja. Einen, okay. Weil die Leute haben meistens 7 oder 8. Ja. Ich habe nur Grundschule. Ja, Grundschule. Das ist überhaupt nicht entscheidend. Ja. Danke fürs Einschalten. Tschüss. Tschüss. Achso, ganz wichtig. YouTube müssen wir testen. Es gibt ein neues Feature. Das stimmt. Bevor wir es vergessen, abonniert German Television. Jetzt müsste es Regenbogenfarben blinken und like dieses Video. Like das Video. Tschüss.